Wolfsburg und Kiel eröffnen Spieltag Nummer 19. Wolfsburg hat gegen Bayern in München mit 3:2 ganz knapp verloren. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die da so gut mithalten. Ich dachte, das wird ein deutlicheres Ding. Aber gut, am Ende, wie gesagt, Spiel gewonnen für die Bayern. 3 Punkte geholt und stehen halt weiterhin oben. Kiel hat zu Hause gegen Hoffenheim verloren mit 1:3. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Ich dachte, die Kieler nehmen den Schwung aus dem Heimsieg gegen Dortmund mit. Und die Hoffenheimer in München, habe ich gedacht, okay, dann nehmen sie das in Kiel halt auch noch mit, aber haben sich dagegen gewehrt, haben eine Reaktion gezeigt. Da sind wir wieder mit den Reaktionen zeigen. Und jetzt Holstein Kiel in Wolfsburg wird, denke ich, auch ein Ding, dass Wolfsburg gewinnt. Es könnte auch so ein Spiel sein, ganz typisch, ausgerechnet jetzt gewinnt dann Holstein Kiel, aber ich mache mal die Wolfsburger hier auf ein 3:1 Sieg. Ich glaube, wie gesagt, das ist bei Kiel, das ist ja schon die ganze Hinrunde so, dass es so ein bisschen an der Qualität hapert. Hier und da fahren sie mal einen Sieg ein, ja, auch gegen größere Gegner, wie Dortmund zum Beispiel. Aber ich glaube, unterm Strich ist doch Holstein Kiel leider zu schwach für die Bundesliga. Die werden sehr, sehr schwer haben, die Klasse zu halten. Aber mal gucken, da sind ja noch ein paar mehr Mannschaften unten drin, die auch nicht immer regelmäßig punkten. Von daher ist Kiel das auf jeden Fall zuzutrauen, auch die Klasse zu halten. Samstag geht's weiter mit Dortmund gegen Bremen. Es ist jetzt übrigens internationale Woche. Ich nehme das Ganze schon ein bisschen früher auf. Ich weiß also noch nicht, wie jedes Team, das international spielt, diese Woche gespielt hat oder spielen wird. Wir lassen uns auch da überraschen. Dortmund hat in Frankfurt verloren, 2:0 nach 10 Jahren mal wieder ein Heimsieg für die Eintracht gegen Dortmund gefühlt. Und waren so 2, 3 knifflige Elfmeterentscheidungen mit dabei. Also das Foul an Beino Gittens, glaube ich, das kannst du schon geben im Nachhinein. Aber gut, auf der anderen Seite haben wir auch Elfmeter schon gegen Dortmund nicht bekommen, die auch ganz klar waren. Und die Sachen gegen Guirassy, weiß ich nicht, da fällt Guirassy für meine Verhältnisse so ein bisschen zu schnell. Das musst du jetzt nicht unbedingt geben, aber gut, das Foul an Beino Gittens, glaube ich, das kannst du schon geben. Somit halt das 2:0. Nächste Niederlage für Dortmund, die dümpeln jetzt irgendwo im Mittelfeld rum. Und Bremen hat auch zu Hause überraschend gegen Augsburg verloren, 2:0. Ich hatte die Bremer eigentlich auch da auf Sieg getippt. Ich dachte, die wären auch heimstark oder beziehungsweise wären gut genug, um Augsburg zu Hause zu schlagen. Dem war wohl nicht so, deswegen auch da mit einer Niederlage. Und jetzt ist halt die Frage, wer kommt besser aus dieser Serie war es ja nicht, also aus den Niederlagen raus. Je nachdem wie Dortmund, die spielen unter der Woche in Bologna. Wenn sie das verlieren sollten, soll ja Şahin wohl gehen. Erik ten Hag ist großer Favorit, wird als Nachfolger gehandelt. Niko Kovac wird wohl auch irgendwo erwähnt, also ganz, ganz viele Trainernamen. Die haben ganz schön was zu bohren, die Dortmunder, ganz schönes Brett. Tja, unentschieden oder Dortmund-Sieg. Das wäre auch wieder so ein Ding, dass Dortmund, wenn Dortmund das 3:4 gewinnt, da sagst du auch vorher, das hättest du so nie getippt. Aber ich werde das noch machen. Ich mache mal hier auch einen Sieg für Dortmund, obwohl ich glaube, dass das auch eventuell unentschieden ausgehen könnte, weil Bremen auch gut, auch in Dortmund spielen kann wahrscheinlich. Aber ich denke mal, das wird Dortmund schon irgendwie hinkriegen. Leipzig gegen Leverkusen, Verfolgerduell, beziehungsweise für Leverkusen ein wichtiges Spiel, damit sie an den Bayern dranbleiben. Leipzig hat in Bochum in einem furiosen Spiel 3:3 noch gespielt. Die haben erst 3:0 geführt. Das zweite Tor war eigentlich abseits, aber das hat der VAR nicht erkannt, weil die Technologie irgendwie nicht funktioniert hat. Und die funktioniert immer nur von der einen Seite, aber man hat ja auch gesehen, dass der Hacken des Leipzigers vor oder näher zum Tor stand als der letzte Bochumer Verteidiger. Von daher habe ich das nicht ganz verstanden, warum das Tor nicht abgepfiffen wurde, beziehungsweise wieso das halt einfach nicht gezählt hat oder beziehungsweise warum es gezählt hat. Das war die große Aufregung. Dann noch 3:3 zu spielen. Also bei Leipzig läuft es auch momentan nicht so rund. Rose soll wohl auch ab und an in der Kritik stehen. Mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ob nicht da auch irgendwann mal ein Trainerwechsel stattfindet. Leverkusen hat zu Hause gegen Gladbach relativ souverän 3:1 gewonnen. Die bleiben also weiterhin dran oben. Und die müssten eigentlich auch in Leipzig gewinnen. Wenn die Bayern denn, wo spielen sie, in Freiburg gewinnen sollten, dann bleiben es halt immer 4 Punkte. Bis es dann zum direkten Duell kommt und das muss halt Leverkusen dann gewinnen, weil wenn das die Bayern gewinnen, dann kannst du die Meisterschaft abhaken, dann werden die Bayern Meister, das lassen sie sich dann nicht mehr nehmen. Von daher für die Spannung in der Liga würde ich jetzt Leverkusen mal auf Sieg tippen, das wird ein ganz, ganz knappes Spiel, sage ich jetzt. Wahrscheinlich wird das ein deutliches Ergebnis, egal ob für Leipzig oder für Leverkusen, aber ich mache hier mal ein knappes 3:2, weil ich glaube beide Mannschaften haben Bock auf Tore. Openda und Šeško sind wieder mit dabei. Oder hat irgendeiner rot oder gelb? Ich glaube, Šeško hat glatt rot bekommen oder haben beide gelb-rot? Ich glaube, beide haben gelb-rot kassiert, von daher wären sie wieder mit dabei. Leverkusen, da kommt Boniface jetzt auch irgendwann wieder zurück, aber Patrick Schick, der knipst und knipst und knipst und hört einfach nicht auf. Also
Unter diesen Voraussetzungen sollten da doch ein paar Tore fallen. Mainz gegen Stuttgart, dann das nächste Duell. Die Mainzer haben bei Union Berlin auch überraschend verloren mit 2:1. Also es waren viele Spiele mit dabei, deren Ausgänge man gar nicht so prognostiziert hätte aufgrund der Leistungen der jeweiligen Mannschaften. Aber ihr seht, wie schnell sich das Blatt auch innerhalb von 1-2 Wochen wenden kann. Und der VfB hat zu Hause im Derby gewonnen. Auch ganz locker, souverän 4:0 dann am Ende. Die erste Halbzeit war sehr, sehr dominant. Ja, die Stuttgarter haben quasi aus ihren ersten Chancen direkt 3 Tore gemacht. Und von daher sind die auch wieder mit dabei im Kampf um das internationale Geschäft. Mainz genauso, die sind natürlich noch nicht raus. Das wird auch in der Rückrunde sehr, sehr spannend, sehr, sehr eng. Da wird es auch viele entscheidende Duelle geben, gerade mit den Teams unter den ersten 5 oder 6. Und ob da die Qualität der Mainzer den Stuttgartern überlegen ist, wage ich zu bezweifeln. Ich würde da mal ein Unentschieden machen. Das ist jetzt mein erstes Unentschieden. Ein 1:1. Warum auch immer 1:1 bei Mainz, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie es reimt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil ich glaube schon, dass die Mainzer gerade zu Hause auch wieder besser auftreten wollen. Die Stuttgarter nehmen den Schwung mit. Je nachdem, wie sie unter der Woche spielen. Die spielen, glaube ich, in Bratislava, bei Slovan Bratislava. Die müssen auch noch jeden Punkt sich irgendwie ermausern, damit sie zumindest in die Playoffs kommen. Die Stuttgarter. Also wird eine spannende Angelegenheit auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Freiburg gegen die Bayern. Gerade schon mal angesprochen. Die Bayern, die dürfen natürlich auch immer vorlegen. Beziehungsweise wenn sie zeitgleich spielen mit Leverkusen. Das Fernduell ist sehr, sehr spannend. Wird sehr, sehr spannend in den nächsten Wochen bis zum direkten Duell dann zu beobachten. Freiburg im Derby verloren in Stuttgart 4:0. Ja, das war ein Satz mit X, glaube ich, ne? So Spiele hast du halt mal in der Saison, da kommst du halt völlig unter die Räder. Ganz chancenlos waren sie jetzt nicht, aber der Sieg, der ging schon in Ordnung. Ich glaube auch in der Höhe haben das die Stuttgarter 4:0 verdient gewonnen. Bayern hat zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen, 3:2, auch knapper, als man sich das gewünscht hätte in München. Aber im Endeffekt halt gewonnen. Und ist egal, ob du 3:2 gewinnst, 2:1 oder 1:0. Wichtig ist, dass du 3 Punkte holst, gerade wenn du oben stehst. Da ist das Spielerische völlig egal, wenn du die Punkte holst und dann noch Glück hast, dass dein Konkurrent vielleicht mal federn lässt, dann ist der Weg zur Meisterschaft eigentlich frei. Und ich bleibe dabei, dass die Bayern das diese Saison machen. Ich finde die mit am konstantesten. Die haben auch ihre Spiele mit dabei, die sie nicht gewinnen oder wo sie mal so ein bisschen, nicht ganz konzentriert spielen, aber sie gewinnen dann halt auch mal solche Spiele. Was hatten sie letztens für ein Spiel, wo ich gesagt habe, genau das Spiel muss halt auch so genau 1:0 gewinnen. In Gladbach zum Beispiel. Haben auch viele Chancen gehabt, nicht genutzt, aber haben dann halt auch 1:0 gewonnen. Ne, haben dann auch wieder ein bisschen Spielglück gehabt. Aber unterm Strich sind die Bayern einfach gut in der Saison. Stärker als letztes Jahr. Leverkusen ist aber direkt dahinter. Die werden auch jeden Patzer ausnutzen wollen. Und dann gibt es ja bald das direkte Duell. Ich glaube sogar in 2 Wochen. Ich glaube in 2 Wochen ist es dann soweit. Dann spielen die Leverkusener zu Hause gegen Bayern. Die haben ja in München 1:1 gespielt. Tja, aber wie spielen sie in Freiburg? Müssten sie eigentlich auch gewinnen. Die spielen jetzt unter der Woche, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wer wo spielt, von daher seht mir das nach, aber ich glaube, dass die Bayern das auch gewinnen werden. Klar wäre es auch typisch, wenn die Freiburger da wieder anders auftreten, werden sie auf jeden Fall. Bin ich der Meinung, aber ich glaube, die Qualität der Bayern, die wird da einfach zu stark sein. Aber auch hier lassen wir uns wie immer überraschen. Ein klassisches Abstiegsduell, Duell um den Klassenhalt ist Augsburg gegen Heidenheim. Augsburg hat überraschenderweise für mich in Bremen 2:0 gewonnen. Haben ja vorher, oder glaube ich, die ganze Hinrunde lang kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Und jetzt haben sie das zweite Spiel in Folge gewonnen. Nach dem Sieg bei Union, auch der Sieg in Bremen. Da muss er auch erstmal gewinnen. Also sowohl in Bremen als auch bei Union. Da werden sich noch andere Mannschaften schwer tun. Und Heidenheim hat zu Hause gegen St. Pauli verloren. Das war auch so ein typisches 6-Punkte-Spiel. Das musst du halt gewinnen, wenn du die Klasse halten willst. Jetzt ist Heidenheim 16. Die haben den Relegationsplatz inne. Die werden auch noch eine ganz, ganz schwierige Rückrunde haben. Die Playoffs in der Conference League gehen, glaube ich, auch bald los. Da spielen sie ja gegen Kopenhagen. Ja, eine sehr, sehr schwere Nummer, aber da sind sie auf jeden Fall nicht chancenlos. Und da sehe ich die Augsburger. Ich glaube, die nehmen den Schwung jetzt mit, auch ins nächste Heimspiel. Die werden das machen. Da tippe ich aber auch auf ein knappes 2:1. Ja, genau, wie gesagt, einfach aus dem Grund. Heidenheim spielt, glaube ich, noch nicht international die Woche. Die haben, glaube ich, noch eine Woche Pause oder sind schon Playoffs? Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt schon die Playoffs sind. Ich weiß es, wie gesagt, nicht genau, seht mir das nach. Aber die Augsburger, wie gesagt, mit dem Schwung aus dem Sieg in Bremen und der Heimstärke und dadurch, dass sie sehr, sehr unangenehm zu bespielen sind, mache ich die auf ein 2:1. Schönes Topspiel dann zwischen Gladbach und Bochum, so ein kleines Derby, beide aus dem Westen. Das Duell gab es ja auch schon mal unter anderem in der Relegation vor 14 Jahren, glaube ich. Da hat sich dann Gladbach durchgesetzt. Das ist das Jahr, oder das war die Saison, wo Eintracht Frankfurt dann sang- und klanglos abgestiegen ist. Die Rückrunde der Schande 2010, 2011, wo wir, glaube ich, nur noch 5 oder 6 Punkte geholt haben. Von daher kommt mir das so
als erstes in Erinnerung, wenn ich das Spiel Gladbach gegen Bochum sehe. Gladbach hat in Leverkusen verloren, da werden auch noch andere Mannschaften Probleme haben, 3-1. Ich bleibe aber nach wie vor dabei, die Gladbacher werden eine sorgenfreie Rückrunde spielen. Das wird sich vielleicht am Ende so zwischen Platz 8, 9, 10 vielleicht einpendeln, spielen auf jeden Fall ein bisschen besseren Fußball jetzt, haben sich, glaube ich, gefangen. Bochum mit dem 3-3 zu Hause gegen Leipzig, 3-0 Rückstand aufgeholt, da hat, glaube ich, niemand mehr drauf gewettet. Hättest du da zur Halbzeit noch auf Remis Bochum getippt, hättest du, glaube ich, ein reicher Mann oder eine reiche Frau werden können. Ja, aber ihr seht, Bochum lebt. Ja, Bochum ist noch da. Bochum hat nichts zu verlieren im Prinzip. Ja, die können jetzt nicht Ex oder Hop spielen oder alles oder nichts, aber mit Bochum ist zu rechnen. Selbst ein 3-0 Rückstand haut die nicht um. Und das kann in der Mannschaft, glaube ich, was bewegen. Ne? Gerade Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, die Stärke, der Glaube an die eigene Stärke, ja, dass sie als Team vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenwachsen. Deswegen wird das auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ob ich da ein Unentschieden mache, ich habe echt wenig Remis. Wenig Unentschieden. Ich glaube, das wird mein zweites Unentschieden. Beide wollen, beide haben die Qualität, denke ich mal. Ich mache mal hier ein torreiches 2-2, wie auch immer ich darauf komme. Aber manchmal musst du auch solche Tipps einfach mit reinstreuen. Weil ihr seht ja, die Bundesliga ist phasenweise echt unberechenbar. Da kann auch jeder jeden schlagen. Da fallen so viele Tore manchmal in Spielen, wo du gar nicht damit rechnest. Von daher mache ich jetzt einfach mal Gladbach-Bochum 2-2. Am Sonntag gibt es dann das Duell der beiden Europa-League-Fahrer. Unter anderem Hoffenheim gegen Frankfurt. Frankfurt spielt, das weiß ich natürlich, zu Hause gegen Ferencváros Budapest. Ein Name wie ein Gedicht. Wir wollen auch die Playoffs klar machen, mindestens. Oder halt auch die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. Dann sparen wir uns eine Runde. Deswegen ganz, ganz wichtiges Spiel am Donnerstag gewesen. Ihr wisst ja dann schon, wie es ausgegangen ist, wenn ihr dieses Video seht. Ich weiß es noch nicht, Stand der Aufnahme, aber ihr wisst, was ich meine. Also Hoffenheim hat in Kiel gewonnen, 3-1. War auch ganz wichtig, weil sonst wären die auch echt richtig unten reingerutscht. Stehen sie trotzdem immer noch. Bischof wechselt jetzt im Sommer zu Bayern. Das ist jetzt wohl klar, oder das ist nicht wohl klar, das ist klar. Die Unterschrift ist getätigt. Weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt ist für Bischof. Der war ja auch bei der Eintracht im Gespräch. Ich weiß nicht, wenn er Bock hat, jetzt bei Bayern auf der Bank zu sitzen, oder vielleicht wird er ja nochmal verliehen oder er gehört zum Stammpersonal, dann ab Sommer. Ich weiß ja nicht, was Vincent Kompany plant. Aber von außen jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, ist der Schritt vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber gut, Frankfurt zu Hause gegen Dortmund gewonnen, nach, wie gesagt, 10 Jahren oder 15 Jahren gefühlt, endlich mal wieder ein Heimspiel gegen Dortmund gewonnen. Mamouche Abschied dann am Ende war halt nochmal Gänsehaut pur. Also damit hätte ich nicht gerechnet, ja, als dann auf den Bildschirm Mamouche rauskam, aus den Katakomben, die Treppen hochgegangen ist, aufs Spielfeld drauf, von den Fans gefeiert wurde. Das ist, glaube ich, ein Abgang, den hätte ich mir auch auf dem Feld gewünscht, ja, wenn er dann ausgewechselt worden wäre und das ganze Stadion hätte nochmal applaudiert. Standing Ovations, ich glaube, das hätte nochmal ein bisschen mehr gehittet. Aber gut, im Endeffekt, man hat sich auf einen vernünftigen Preis geeinigt. Ich glaube, am Ende sind es 75 plus 5 Millionen Boni. Man gibt sich die Hand, er hat sich immer professionell verhalten, er hat in diesen 1,5 Jahren wirklich alles auf den Platz gelassen und ich glaube, das sagt schon viel aus, wenn ein Spieler, der nur, in Anführungszeichen, für 1,5 Jahre da ist, solche großen Fußspuren hinterlässt und sich so in die Herzen gespielt hat der Fans, dann hast du nicht viel falsch gemacht. Das gilt nicht nur für Eintracht Frankfurt, das gilt für sämtliche Vereine. Ne, wäre ja auch schlimm. Oder beziehungsweise es wäre sehr komisch, wenn ein Spieler, der zum Beispiel länger da ist, nicht so verabschiedet wird. Dann weißt du ja, er hat nicht so gute Arbeit gemacht oder hat sich nicht so gut benommen oder hat sich nicht so professionell verhalten, keine Ahnung. Aber bei Mamouche, da kann man das wirklich nicht sagen. Wie gesagt, es war sehr professionell. Viel Glück in Manchester und jetzt schauen wir mal. Wahi von Marseille soll ja wohl der Nachfolger werden. Vielleicht ist das auch schon draußen und klar. Vielleicht hat Florian Plettenberg das auch noch 10-mal confirmed. Genauso wie er bei Mamouche täglich irgendwelche Tweets absetzt, dass er auf jeden Fall wechselt und dass der Medizincheck fast schon durch ist. Naja, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Kommen wir zum Tipp. Also ich tippe natürlich wieder für die Eintracht. Ich habe so ein blödes Gefühl, dass die Hoffenheimer nach dem Sieg in Kiel diesen Schwung mitnehmen und die Eintracht dann ausgerechnet bei so einem Gegner, der unten drin steht, verliert. Das kommt mir aber als erstes wieder in den Sinn. Naja, also Frankfurt mal auf ein 3-1. Ich hoffe, vermute aber leider ein anderes Ergebnis. Und der Abschluss zwischen St. Pauli und Union Berlin. Auch zwei Mannschaften, die mehr nach unten gucken müssen. St. Pauli hat auch für mich überraschenderweise in Heidenheim gewonnen. Ich hatte Heidenheim da eigentlich, glaube ich, auch auf Sieg getippt. Aber St. Pauli hat, glaube ich, die zweit- oder drittwenigsten Gegentore als Aufsteiger. Die schießen halt nur fast keine Tore. Wenn die vorne jetzt auch noch ein paar Tore mehr schießen würden, dann wären die auch locker im Mittelfeld. Ich finde das wirklich sehr sensationell, was St. Pauli da macht. Als Aufsteiger mit die beste Verteidigung zu haben.
hapert halt vorne. Union hat zu Hause dann auch endlich mal gewonnen gegen Mainz mit neuem Trainer, 2:1. Ob das jetzt die Trendwende ist, weiß ich nicht. Das könnte eigentlich auch ein Unentschieden sein. Das schreit mich eigentlich auch schon an Remis. Remis. Deswegen mache ich das auch mal. Und ich mache so ein ganz typisches, klassisches, langweiliges 0:0. Wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann. Ich glaube schon, dass es da einen Sieger geben wird. Weil beide müssen, beide können es auch. Aber ob der Kopf dann mitmacht und die Beine, ich weiß es nicht. Ich lasse das mal bei einem 0:0. Sind sehr, sehr viele spannende Tipps wieder mit dabei. Mal gucken, was davon wahr werden wird und was nicht. Und jetzt schauen wir wie immer auf die Gesamtübersicht. Weiterhin auf der 1 ist der Cem vor dem Rass, dann der Bergmann, der Prinz Poldi. Der Cem hat jetzt ein paar Punkte Vorsprung, aber die anderen haben auch richtig gut gepunktet. Ach hier, ich habe, glaube ich, einen Kommentar gelesen, dass ich hatte ja mal gefragt, was die Abkürzung hier heißt. Ich glaube, Spieltag-Tipps. Hatte mir einer unten in die Kommentare geschrieben. Danke auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe das so richtig noch wiedergegeben. Spieltag-Tipps oder irgendwas mit Spieltag. Irgendwas mit Spieltag war es. Und genau, das hat er gut hinbekommen. Hier, der Tell hat gut aufgeholt. 17 Punkte geholt. Wo stehe ich? Ich will mich gar nicht suchen. 30. Gut, ich bin da, glaube ich, auch raus aus der Verlosung um den Sieg. Aber vorne, Cem, Rass, Bergmann, Prinz Poldi, die sind alle noch ganz, ganz eng beieinander. Ich scroll wie immer durch. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Viel, viel Glück für eure Mannschaften und für eure Tipps. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Spieltag Nummer 20. Geht schlagartig so weiter. Wir können ja schon mal einen kleinen Ausblick machen auf Spieltag 20. Wir haben dann unter anderem Bremen gegen Mainz, wir haben Frankfurt gegen Wolfsburg, weil auch wieder internationale Woche ist, glaube ich, da eine Union Leipzig, Bayern Kiel. Gut, da sind jetzt nicht so spannende Begegnungen mit dabei. Leverkusen, Hoffenheim, boah, das wird schon dürftig. Stuttgart Gladbach ist halt vom Namen her ein richtig cooles Spiel, aber ansonsten wird das echt schwer, sich da schön zu saufen, sage ich mal. Also, macht's gut, schönes Wochenende, bis nächste Woche. Ciao, ciao.